Herzlich willkommen zu einer musikalischen Ausgabe von Tuk Talk. Unsere Stimme ist wohl das älteste Musikinstrument der Menschheit. Mit ihr können wir nicht nur eine Botschaft transportieren, sondern auch die verschiedensten Emotionen zum Ausdruck bringen. Mit genau diesem Thema beschäftigt sich unser heutiger Gast sehr leidenschaftlich. Als neuer Leiter unseres Universitätschors will er nun die verschiedenen Stimmen und Persönlichkeiten vereinen und so dem Chor einen unverwechselbaren Klang geben. Gerard Ramos Pardo stammt aus Tarragona in Spanien und studierte Chordirektion in Barcelona. Durch den Auftritt eines Dresdner Dirigenten inspiriert, zog es auch ihn für das Masterstudium in die Elbflorenz. Anschließend, im Jahr 2018, kam er dann nach Chemnitz und übernahm die Leitung des Universitätschors. Schon immer faszinierten ihn die Ausdruckskraft der menschlichen Stimme und ihr Vermögen, tiefste Gefühle und Energien freizusetzen. Zwar erkannte unser Gast schnell, wie unterschiedlich spanische und deutsche Chöre Musik verkörpern, jedoch gab es stets ein einendes Fundament. So ist sein größtes Streben als Dirigent, die vielen einzigartigen Stimmen seines Chors zu einer kollektiven Einheit zu formen, deren Klang für ihn immer wieder magisch ist. Hallo Herr Ramos Pardo, herzlich willkommen bei Tuk Talk. Hallo. Hallo. Sie haben ja vor kurzem die Leitung von Herrn Professor Seibt übernommen und sind jetzt quasi seit dem vergangenen Herbst der Chorleiter der Universität. Aber wozu braucht denn unsere Universität, die ja eigentlich technisch ausgerichtet ist, einen Universitätschor? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich schätze, dass eben weil die Universität so technisch gerichtet ist, ist sehr wichtig, dass die Menschen, die dort was machen, die entweder studieren oder arbeiten, auch die Möglichkeit haben, sich menschlich weiterzuentwickeln und sich mit der Kunst zu beschäftigen. Der Chor gibt dem Laien die Möglichkeit, mit der Musik was zu machen, sich mit der Musik zu verwirklichen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und zweitens, der Chor ist in der Universität auch sehr wichtig, denn wir sind auch Vertreter der Universität, zunächst in den verschiedenen Veranstaltungen von der Uni, zum Beispiel Immatrikulationsfeier oder Campusfest, Graduiertenfeier. Da singen wir sehr oft und jeder wünscht sich das, denn die Musik ist ja für fast alle sehr wichtig. Ja? Alle hören irgendwelche Musik zu Hause. Oder alle mögen immer von der Musik begleitet zu werden, obwohl man das vielleicht nicht so sofort erkennt, aber die Musik ist sehr wichtig in unserem Leben von allen. Und wir vertreten die Universität auch außerhalb, in internationalen Festivals oder Wettbewerbe zum Beispiel. Ja, und so ein Chor, der besteht ja üblicherweise aus vielen Personen mit hohen Stimmen, mit tiefen Stimmen, aber eben auch aus einem Chorleiter wie Ihnen, also einem Dirigenten. Was ist denn dabei Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe sind Hauptsache zwei. Die erste ist die Vorbereitung der Musik. Das heißt, ich muss die Stücke auswählen, die wir singen werden. Und dabei ist die Auswahl immer sehr gemischt. Wir machen sehr viel Moderneres und auch natürlich ganz viel romantisches Repertoire und so weiter. Also muss sehr ausgeglichen sein, denn ein Universitätschor muss ja auch eine bestimmte Modernität vertreten. Ich suche die Stücke aus. Und dann kommen die Probe. Ich muss die Probe leiten und das heißt, ich muss mit den Sängern üben. Wir lernen die Stücke zusammen und wir machen immer Fortschritte. Und da kann ich eine Metapher benutzen. Einen Chor zu dirigieren ist manchmal wie ein Auto zu fahren, denn der Dirigent sitzt am Lenkrad. Aber die Teile, die Elektronik und alles koordiniert, wird allein koordiniert. Die Sänger müssen miteinander kommunizieren, mit dem Gehör, mit den Stimmen. Und ich muss halt von vorne ein bisschen das Ganze steuern. Man sagt ja auch, dass man sich einsingen muss. Ist da was dran? Ja, sich einsingen ist sehr, sehr wichtig, vor allem bei einem Laienchor. Das Einsingen ist ein bisschen wie sich
vor der Sport aufwärmen. Also gewisse Körperübungen, aber auch natürlich Stimmübungen, damit man warm wird. Zweitens ist sehr wichtig, dass die Sänger eine bestimmte Ahnung von Gesangstechnik haben. Und natürlich muss da der Dirigent oder die Dirigentin diese Gesangsbasics beibringen. Und drittens ist sehr wichtig, bei dem Einsingen eine bestimmte Vorstellung des Klanges zu übertragen. Also dass die Leute wissen, wie genau sie singen sollen, was für Klangfarbe, wie weich oder wie reich, wie breit oder wie scharf. Ja, und wenn man jetzt mitmachen will, aber man hat eben noch nie außerhalb der Badewanne gesungen, hat man denn dann überhaupt eine Chance, im Chor aufgenommen zu werden? Also ist denn jede Stimme tatsächlich geeignet? Also man kann nicht pauschal sagen, dass jede Stimme für den Chor geeignet ist, aber jeder, der oder die denkt, ich möchte das unbedingt machen, dann soll zu uns montags 19 Uhr kommen und sich mit mir unterhalten, die Probe besuchen. Die Aufnahmen funktionieren immer so, man kommt zur Probe und da muss ich sagen, also der Chor ist nicht nur für Studenten offen. Wir haben natürlich Studenten, aber auch Mitarbeiter, wir haben auch Professoren, aber Leute, die von außerhalb der Uni kommen. Also es müssen nicht Leute sein, die was mit der Uni zu tun haben. Und da haben wir auch ganz verschiedene Altersgruppen zum Beispiel. Ja, das kann man sich vorstellen, ne? Wenn ich Studenten und auch Professoren zum Beispiel gesagt habe. Da kommt man zur Probe und singt man mit. Und wenn das für den Mensch was ist, das mit uns zu singen, dann kommt man am nächsten Tag und da findet ein kleines Vorsingen statt, wo die Stimme eingeordnet wird in einer Stimmgruppe und dann da gucken wir halt, ob eben dieser Mensch geeignet für den Chor ist oder nicht. Sie sind ja jetzt seit Herbst vergangenen Jahres der Leiter und bringen sicherlich viele neue Impulse mit in das Chorleben. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Also wohin geht es mit dem Chor? Mein Ziel ist einerseits, dass der Chor innerhalb der Universität wichtiger wird. Was heißt wichtiger? Dass der Chor bekannter wird, dass alle Studenten wissen, es gibt einen Universitätschor und dass der Universitätschor viel dabei ist, also bei den Veranstaltungen, dass der öfter gehört wird und wichtiger wird als Vertretungskörper. Und zweitens, musikalisch ist mein Ziel, dem Chor eine Klangidentität zu geben, einen bestimmten Klang geben. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude und gutes Gelingen beim Umsetzen Ihrer Ideen. Danke, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, es hat mich auch gefreut. In der nächsten Sendung schauen wir uns an, wie an unserer Universität Lehrer aus- und weitergebildet werden. Dazu erklärt uns der Direktor des Zentrums für Lehrerbildung, Prof. Dr. Bernhard Koring, unter anderem, warum die Lehrerbildung der TU Chemnitz Vorteile bringt und welches Entwicklungspotenzial er für die Einrichtung sieht. Wie immer können Sie uns Ihre Fragen dazu unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse zukommen lassen. Bis bald!